Anfang der 60er Jahre begann sich Renault mit dem Typ R16 zu beschäftigen. Dazu brachten die Marktforscher eine Analyse ganz besonderer Art mit nach Hause. Es werde bessere Straßen geben, die schnelleres Fahren erlauben. Die Zahl der kinderreichen Familien werde ansteigen und im Übrigen gäbe es einen klaren Trend zu weiteren Reisen. Aus der Summe all dieser Prognosen entstand dann der R16 für 8.000 Mark und 55 PS. In der Zwischenzeit hat er einen größeren Bruder bekommen, den R16 TS. 1100 Mark teurer, dafür aber auch eine erheblich stärkere Leistung, nämlich 83 statt 55 PS. Und dies, meine Damen und Herren, scheint mir Grund genug zu sein, sich noch einmal mit dem R16 zu beschäftigen, in Klammern TS. Die Vorteile des TS liegen also in erster Linie in seiner erhöhten Kraftentfaltung, die sich in erfreulichem Umfang bemerkbar macht. Der Unterschied wird sofort spürbar. Die Beschleunigungszeit von 0 auf 100, 12,8 Sekunden, macht dem Wagen alle Ehre. Natürlich profitiert auch die Höchstgeschwindigkeit von dem Mehr an PS. 165 Kilometer pro Stunde. Sie lassen sich, soweit es möglich ist, ohne weiteres auch als Dauergeschwindigkeit vertreten. Die Geräuschentwicklung im Wageninnern hält sich in vernünftigen Grenzen. Bei 100 Kilometer pro Stunde ergeben sich 76 Formen. Der Motor des R16 TS hat 1565 Kubikzentimeter, also knapp 100 ccm mehr als sein kleinerer Bruder. Daneben sorgt noch ein Weber Doppelvergaser für eine bessere Füllung. Bei 5750 Umdrehungen pro Minute wird die höchste Leistung erreicht. Motorblock und Zylinderkopf sind aus Leichtmetall. Auswechselbare Zylinderlaufbuchsen und ein elektrisch betriebener Ventilator sind weitere technische Punkte, die den Konstrukteuren zur Ehre gereichen. Für die Form des Fahrzeugs und seine Innenausstattung trifft dagegen eher das Prädikat eigenwillig zu. Stoffbezogene Sitze, eine zwickmäßige Anordnung der Instrumente und Bedienungshebel, ausreichende Ablageflächen und die Strapazierfähigkeit des verwendeten Materials sind Kernpunkte einer rundherum praktischen Ausstattung. Die Heizungs- und Belüftungsanlage lässt sich leicht regulieren und versorgt das Wageninnere ausreichend. Auch bei geschlossenen Fenstern ist für genügend Luftumsatz gesorgt. Auf langen Fahrten wird man einen solchen Vorzug besonders schätzen lernen, denn geschlossene Fenster verringern bekanntlich den Geräuschpegel im Wageninnern. Eine beheizte Heckscheibe gehört zur Serie. Und dann beginnt das Spiel der Variationen in der Ausnutzung des Innenraums. Durch Umklappen der rechten Vordersitzlehne entsteht eine Liegestellung für den Beifahrer. Klappt man sie ganz zurück, entsteht eine Liege von 150 cm Länge. Stellt man die Rücksitzbank nach vorn, erhöht sich das Gepäckvolumen auf 425 Liter. Nur 2 Handgriffe sind notwendig, um die Rücksitzbank weiter nach vorn und die linke Lehne nach oben zu klappen. Und schließlich kann man die Rücksitzbank und die Gepäckraumabdeckung ganz herausnehmen. Und so entsteht ein nutzbarer Laderaum von 1,80 Meter Länge und einem Fassungsvermögen von 1200 Litern. Auch wenn man all diese Möglichkeiten nicht nutzen möchte oder muss, gibt es genügend Raum für die Unterbringung des Gepäcks. Damit aber durch die zusätzliche Belastung des Hecks keine Nachteile für den Fahrbetrieb entstehen, vor allen Dingen bei Nacht, lassen sich die Scheinwerfer mit ein paar wenigen Handgriffen der neuen Situation anpassen. Im Übrigen verändert sich das Fahrverhalten des 16 TS auch bei starker Belastung nur unwesentlich. Einer Vielzahl französischer Fabrikate geht der angenehme Ruf voraus, im Verbrauch von Kraftstoff sparsam zu sein. Der 16 TS zählt sicher nicht zu den Begründern dieses Rufes, aber sein Durst hält sich gemessen an der gebotenen Leistung durchaus in Grenzen. Im Kurzstrecken- und Stadtverkehr verbraucht er zwischen 11 und 13 Litern. Auf der Landstraße bei einem Durchschnitt von 90 Kilometern 11,5 Liter. Auf der Autobahn bei einem Durchschnitt von 125 Kilometern 12 Liter.
Das ergibt einen Testverbrauch von 12,4 Litern, der bei einem Tankinhalt von 50 Litern für rund 400 Kilometer ausreicht. Es muss Superbenzin getankt werden. Der 16 TS im Kältetest. Die Bedingung: eine Unterkühlung des gesamten Fahrzeuges auf minus 15 Grad. Zündung, Batterie, Anlasser, die Anlage für die Kraftstoffzufuhr sind geprüft und befinden sich in einwandfreiem Zustand. Der Wagen macht nicht die geringsten Schwierigkeiten und springt schon nach der ersten Schlüsselumdrehung mühelos an. Die Feststellung, dass man in Frankreich von jeher auf besonderen Federungskomfort Wert gelegt hat, ist nicht neu. Bei diesem Fahrzeug sind die Federwege besonders groß. Um auch kurzen Stößen auf extrem schlechter Fahrbahn entgegenzuwirken, hat man sich eines besonderen Systems verschiedener Gummibuchsen und Gummiblöcke bedient. Es wird damit ein hervorragender Effekt erzielt. Die Karosserie bleibt auch bei starker Beanspruchung des Fahrwerks schüttelfrei. Bei der Untersuchung des Fahrverhaltens werden überzeugende Resultate geliefert. Der frontangetriebene Wagen kennt kein plötzliches Ausbrechen, sein Verhalten ist stets berechenbar. Das listige in die Kurve hineinzwingen, für die Mehrzahl frontangetriebener Fahrzeuge typisch, erübrigt sich. Diese Vorzüge müssen allerdings mit einer ziemlichen Kurbelarbeit bezahlt werden, wobei die Lenkcharakteristik des 16 TS sich als ein schwacher Punkt erweist. Bei schneller Fahrt ist sie nicht ausreichend präzise und bei langsamem Tempo verlangt sie in jeder Kurve unangemessen viel Kraft. Wer dagegen aus der optisch überdurchschnittlich großen Kurvenneigung des Fahrzeugs den Schluss einer mangelnden Verkehrssicherheit zieht, der irrt. Diese Neigung ist in der Tat nur eine Frage der Gewöhnung. Sie beeinträchtigt Fahrsicherheit und Kurvenstabilität in keiner Weise. Die Querneigung ist nichts anderes als das Resultat der weichen Federung. Außerdem kann man als besonderes Positivum konstatieren, dass auch plötzliches Gaswegnehmen in der Kurve das Fahrzeug kaum beeinflusst. So lässt sich über die Konzeption des Fahrwerks und die sich daraus ergebenden Resultate nur Positives sagen. Die vor Jahren gefundene Synthese zwischen Fahrkomfort und sicheren Fahreigenschaften kann auch heute noch als modern bezeichnet werden. Der Wagen ist übrigens serienmäßig mit Gürtelreifen ausgestattet. Die Spurhaltung bei starkem Bremsen ist gut. Die Wirkung der Anlage, vorn Scheiben, hinten Trommelbremsen, ausreichend. Mit einem lastabhängigen Bremskraftregler wird die Bremskraft der Hinterräder so reguliert, dass sie nicht eher als die Vorderräder blockieren können. Im Gegensatz zum R16 hat der TS einen Bremskraftverstärker, zweifellos eine erfreuliche Zutat. Bei einer Vollbremsung aus 100 Kilometern Geschwindigkeit steht das Fahrzeug nach 50 Metern und 40 Zentimetern. Die Windmaschine bläst auf einer Länge von 32 Metern mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern quer zur Fahrtrichtung. Der Wagen hat ebenfalls 100 Kilometer, es wird nicht gegengelenkt.
Der 16 TS reagiert sehr gelassen auf diese Windböen. Seine Abweichung vom ursprünglichen Kurs ist gering. Mit 2 Metern und 20 Zentimetern erfüllt er einen wesentlichen Sicherheitspunkt. Wenn wir schon einmal bei den Elementen sind, gleich noch ins Wasser mit dem 16 TS. Zweck dieses Versuches ist festzustellen, ob die Karosserie dicht ist und, für den Fahrbetrieb erheblich wichtiger, dass der Motor auf Spritzwasser nicht reagiert. Beide Punkte werden zur Zufriedenheit erfüllt. Von der zeitlosen Schönheit wird im Kreis der Stilisten häufig und gern gesprochen, obwohl sie, wie man weiß, kein endgültiges Kriterium sein kann. Die Automobilkonstrukteure sehen sich vielmehr einem ganzen Paket von Forderungen gegenüber, die mindestens so wichtig sind wie ein bestechendes Äußeres und die nur mit den Gaben der Technik und nicht durch schöpferische Fantasie erfüllt werden können. Die französischen Automobilhersteller praktizieren diese Erkenntnis mit Vernunft und Zweckmäßigkeit. So haben sie eine übersichtliche Karosserie geschaffen und nach anfänglichen Schwierigkeiten auch die Fertigung erheblich verbessert. Die verschiedenen Variationsmöglichkeiten des Umbaus und der Ausnutzung des Innenraums mögen nicht für jedermann notwendig sein. Aber derjenige, der sie gebrauchen kann, wird sich zweifelsohne eines gewaltigen Vorteils erfreuen können. Und noch eines scheint mir nicht ganz unwesentlich zu sein. Man sieht es diesem Auto von außen wahrlich nicht an, dass man ihn auch als einen Kombiwagen benutzen kann. Und das ist eine Sache, die von den Franzosen sehr geschickt gelöst wurde. Es gibt im Automobilbau ganz bestimmte Gesetze, die auch mit Erfindergeist bis zur Stunde nicht außer Kraft gesetzt werden können. Dazu gehört die Tatsache, dass ein Fahrzeug mit Frontantrieb weniger handlich ist, als es andere Konstruktionsprinzipien gestatten. Der R16 TS macht da keine Ausnahme. Sein Wendekreis mit 11 Metern ist nicht gerade gering. Auch sonst sind seiner Handlichkeit enge Grenzen gesetzt. Wiederholen wir noch einmal die wesentlichen Messwerte. Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde, 12,8 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 165 Kilometer pro Stunde. Abweichung durch Seitenwind 2,20 Meter. Bremsweg aus 100 Kilometern Geschwindigkeit 50,40 Meter. Innengeräusch 76 Pfund. Wendekreis 11 Meter. Testverbrauch 12,4 Liter. Der R16 TS ist sicher weit mehr als andere Fahrzeuge dieser Kategorie um rund 9.000 Mark ein Individualist, den der Kunde mag oder ablehnt. Sieht man einmal vom persönlichen Geschmack ab, so bleibt unter dem Strich aller Erfahrungen mit diesem Wagen ein sehr gutes Verhältnis zwischen Preis und Gegenwert. In Fahrkomfort und Fahrverhalten zählt der Wagen zur absoluten Spitzenklasse. Und so entsteht eigentlich nur die Frage, ob man sich mit seiner außergewöhnlichen Erscheinungsform befreunden kann oder nicht. Eine Frage, die an dieser Stelle schon deswegen nicht diskutiert werden sollte, weil sie, wie man verstehen wird, hier nicht beantwortet werden kann.